Wir sind auf dem Weg, um was ganz Besonderes abzuholen. Was könnte das sein? Es ist ganz schön windig. Es ist richtig windig. Könnte sein, dass es in die Kamera windet. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Ich bin gespannt. Hallo. Ich wollte ein Paket abholen. Ja. Danke. Okay, super. Danke vielmals. Ciao, ciao. Stolz trägt sie es. Du müsstest das stolz tragen. Ist schwer? Geht Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ja viel zu leicht. Da kann ja nichts Wertvolles drin sein. Stimmt, richtig billig. Zurück im Studio, beziehungsweise hier gerade im Büro. Was könnte das wohl Schönes sein? Ihr habt es ja schon gesehen, da steht irgendwas mit YouTube drauf. Das wird wahrscheinlich ein kleiner Lohn sein für die ganze harte Arbeit, die wir hier verrichtet haben. Ich gucke einmal. Und kriegen wir das gemeinsam hin. Ein Stück Schutzzeug. Oh, da hast du sogar einen Brief drin. Stimmt. Nicht schlecht. Und eine Karte. Lesen wir erstmal den Brief. Ist auf jeden Fall schon mal spezielles Papier, das kann man direkt sagen. Schön schwer. Und man sieht die Maserung. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, or entertained. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. What you've accomplished can't be taken away from you, and we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of your esteem and respect. We know that you don't do this for rewards. Are you sure, YouTube? I've been only doing this to get this award. And many more. Do it because you have a drive to create and share, and because you've found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. And we're rooting for you. Congratulations. Yours sincerely, Susan Wojcicki, CEO of YouTube. Thank you, Susan. Thank you, YouTube. Thank you so much. I'm not sure about my humor, but thank you so much. Die nächste Karte sagt, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you, Rick. Your award was damaged during shipping, or if you have any questions, please contact us. Kommt tatsächlich aus den USA. Ist tatsächlich sehr leicht. Es ist ziemlich leicht. Es sieht erstmal schwer aus, oder? Man könnte denken, dass es sehr schwer ist. Diese 100.000 Subscriber, muss man einfach auch mal sagen, das seid ihr natürlich. Wir machen hier zwar quasi den ersten Schritt immer mit dem Content, den wir hier anbieten und die Sachen, die wir hier machen, aber wir sind gemeinsam gewachsen, das ist, muss man einfach nochmal festhalten. Wir haben vieles ausprobiert mit euch und durch euch zusammen, weil ihr immer offen dafür seid, uns zu kritisieren. Auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen harsch ausgeartet ist bei der einen oder anderen Situation, ist es, denke ich, so ein bisschen wie in einer langjährigen Beziehung, dass man es dann doch am Ende dann irgendwie positiv ausloten kann. Und ich muss sagen, allgemein die Erfahrung mit dieser Community ist sehr positiv. Das war mir ja von Anfang an wichtig. Ich habe das immer betont, als ich die Videos gemacht habe, dass ich möchte, dass hier eine Community entsteht, die sich austauscht,
die nett zueinander ist, so gut wie möglich und einfach offen sich austauscht und Informationen austauscht. Weil klar gebe ich das Ganze vor mit dem Wissen, was ich bisher in meinem Leben erreicht habe, aber dieses Wissen ist natürlich nicht vollendet. Also da kann man immer irgendwas dazulernen und das merke ich natürlich immer sehr, sehr schnell. Gerade wenn es um die ganzen Background-Infos etc. geht, der jeweiligen Gruppen und Künstler und Artists, da wisst ihr meistens viel, viel mehr als ich. Und deswegen ist das immer so ein Geben und Nehmen. Klar bekomme ich hier den Award, weil ich, wie gesagt, den ersten Schritt gemacht habe und den Kanal gestartet habe und da eben das kreiere und umsetze, was ich denke, was viele Leute interessieren könnte und eben auch, worauf ich Lust hatte. Eigentlich fing das Ganze mit der Idee an, dass ich etwas machen wollte, was ich so auf YouTube noch nicht gesehen hatte. Klar gab es Reactions, aber es gab keiner, der das wirklich, gerade im deutschsprachigen Raum, ernsthaft sich mit dem jeweiligen Content, auf das reagiert wird, auseinandergesetzt hat. Auf einer professionellen Art und Weise, ohne dass es zu langweilig und nerdy wird, aber trotzdem eben unterhaltsam genug ist, aber man ein bisschen Knowledge vermitteln kann, warum gewisse Dinge vielleicht so sind, wie sie sind und man da eben sich einfach auseinandersetzt und Interpretationen macht und das eben gemeinsam mit euch. Das ist ja nie fest eine Aussage und oft ja auch gerade bei Musik eine Geschmackssache, ob es jemandem gefällt oder nicht. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele vielleicht manchmal etwas vergessen, sage ich mal, dass Musik klar Kunst ist. Ich sage das ja auch immer wieder und deswegen sollte sie auch einfach frei sein und bleiben. Aber zur Musik gehört auch eben etwas ganz anderes, sehr, sehr Wichtiges, und zwar Craft, also Handwerk. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Instrument spielt oder eben eine Produktion ausführt als Musikproduzent oder als reiner Beatproduzent, ist das eben nochmal was ganz anderes, was man dann tatsächlich analysieren kann und eventuell eben Feedback geben kann, was man vielleicht besser machen könnte oder eben nicht. Genauso ist es ja bei mir auch. Ich arbeite auch immer weiter an meinem Handwerk und höre nicht einfach auf, weil ich denke, ich kann schon alles. Und das solltet ihr, denke ich, genauso machen. Genauso ist es mit dem Kanal auch. Mittlerweile sind wir auch häufiger immer am Streamen und haben da mittlerweile, ich habe da mittlerweile beim Streamen sogar schon 3 Kameras zum Beispiel aufgebaut und hatte am Anfang mit einem 10 Jahre alten Camcorder angefangen. Und so entwickelt sich alles gemeinsam mit euch und das ist wirklich ein sehr schöner Austausch. Und ja, vielen, vielen Dank euch dafür. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Und vielen, vielen Dank an Dana, die hat natürlich auch sehr, sehr viel geholfen an dem Kanal. Ist also halb meiner. Nein! Ich klebe einfach so einen Zettel mit meinem Namen daneben. Mit Tesa. Ich hätte theoretisch, kann eintippen. Nee, es ist schon dein Kanal, aber vielleicht Das ist ja der Kanalname, mit das dem ist ja schon Zettel meiner. wirklich mit drauf. Das ist nämlich lustig. Ja, das ist echt lustig. So. Mit so einem Post-it oder Ja, so. ja. Das wäre echt So cool. so ein abgerissener Zettel auch noch und dann mit so einem billigen Tesa an die Seite noch mit ja. kleben. Aber das Coole ist auch, dass ich mit diesem Kanal es geschafft habe, dass Dana endlich auch einen eigenen Kanal eröffnet hat. Das ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange wollte und sehr, sehr lange gesagt habe. Ich bin schüchtern. Ja, und das zum Glück eben nicht mehr so sehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Achievement, was mir noch mehr am Herzen liegt, als jetzt so eine materielle Geschichte wie diesen Award. Ich bin sowieso nicht der Award-Typ. Ich habe eigentlich schon den einen oder anderen für andere Werke bekommen, die ich jetzt alle nachträglich mal geordert habe, damit ich mir alles mal hier hinstellen kann, weil die Leute scheinbar sehr auf sowas abfahren. Den kriegt man ja einfach so quasi zugeschickt. Deswegen, ja. Schöner Spiegel, by the way. Kann man sich vielleicht echt ein bisschen angucken. Ja, ich habe schon meine Nase nicht angeguckt. Ja, also Leute, vielen, vielen Dank. Wirklich, es ist ja genau ein Jahr her,
dass ich angefangen habe mit dem Kanal und den Kanal hatte ich schon, aber mit den Reaction-Videos und Analyse-Videos, und es ändert sich gerade auch ein bisschen was am Content, weil ich eine neue Herausforderung suche, die ich mit dem Kanal dann umsetzen möchte, dass das Ganze einfach nochmal ein anderes Level erreicht, wir noch mehr Sachen machen, die eben Musik euch direkter zeigen, worum es geht, was man machen kann, wie so eine Produktion aussieht und natürlich im Zuge dessen dann eben auch eigene Musik dann eben rausbringen. Das ist alles noch in der Mache. Wir sind so gut wie möglich immer am Plan, wenn wir Zeit finden. Und genau. Vielen, vielen Dank dafür. Noch einmal. Der gehört mir genauso wie euch allen da draußen. Ich hänge ihn quasi für uns alle jetzt vielleicht hier irgendwo hin. Wir müssen einen schönen Platz finden. Oh, das wird schwierig. Ja. Vielen Dank. Noch was? Hab ich irgendwas vergessen? Thumbnail. Achso.